Tada! Heute kommt die Glasfaser von hier in dein Haus. Das Leerrohr hatten wir bereits unterirdisch verlegt. Und das Schöne ist, alles passiert minimalinvasiv und schnell. Und du solltest mit dabei sein. Zum einen müssen wir natürlich in dein Haus und zum anderen entscheiden wir gemeinsam mit dir, wo genau der Glasfaser-Hausanschluss montiert werden soll. Hi Thibaut! Hi Aline, schön, dass du heute dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Heute stehen beim Glasfaserausbau die letzten 2 bzw. 3 Schritte an. Erstens das Einblasen der Glasfaserleitung. Da wird uns auch nachher noch diese kleine Maschine helfen. Und zweitens Montieren des Glasfaserhausanschlusses im Keller bzw. Hauswirtschaftsraum. Natürlich mit Verkabelung. Der dritte Schritt ist das Montieren der Glasfaserdose. Auch das passiert heute, wenn du den Leitungsweg zu deinem Wunschort vorbereitet hast. Wenn du die Glasfaserdose zum Beispiel im Wohnzimmer im Erdgeschoss haben möchtest, dann müssen dementsprechend alle Löcher gebohrt und die Kabelkanäle verlegt sein. Alle weiteren Infos dazu findest du im Glasfaserratgeber, den wir dir per Post zugeschickt haben. Jetzt noch schnell zu Kosten, weil wir danach häufig gefragt werden. Der Glasfaserausbau ist an den meisten Adressen kostenlos. Eventuell anfallende Kosten, wie zum Beispiel, wenn du neu gebaut hast, sind in der Bestätigung aufgelistet, die du ganz am Anfang von uns erhalten hast. Bevor die Glasfaser in das vorhandene Leerrohr eingeblasen wird, überprüft ihr das nochmal, ne? Ja, genau, richtig. Also ob das Leerrohr frei und sauber ist. Ja, von mir aus kannst du loslegen. Von mir aus auch. Das wird mit einem sogenannten Molch gemacht. Klingt süß, oder? Das ist ein schaumstoffartiger Gegenstand, der zur Reinigung und Schmierung durch das Rohr geschoben wird. Und das passiert mit Druckluft. So, das Rohr ist frei und jetzt wird gleich die Glasfaser eingeblasen. Und dafür brauchen wir den Kompressor und das wird ganz schön laut. Bist du soweit? Okay, du kannst. Die Glasfaser wird nicht ins Haus gezogen, sondern ebenfalls mit Druckluft eingeblasen. Denn das sorgt dafür, dass das Kabel unversehrt durch das Rohr kommt. Bevor wir die Glasfaser im Haus willkommen heißen, muss noch kurz gespleist werden. Und das übernimmt unser lieber Thibaut, beziehungsweise er ist schon dabei. Hier werden 2 Glasfasern miteinander verbunden. Das ist eine ganz schöne Fisselarbeit und technisch hochanspruchsvoll. Denn guck mal hier, die Glasfaser ist dünner als ein menschliches Haar und dazu auch noch sehr zerbrechlich. Ist ja aus Glas. Und hier ist sie. Hallo liebe Glasfaser und hallo lieber Tim. Hallo. Der nette Kollege hier montiert jetzt den Glasfaserhausanschluss. Das ist eine kleine weiße Box und auch hier werden beide Enden miteinander verbunden. Das Einblasen und Montieren des Hausanschlusses dauert in der Regel so um die 2 Stunden. Hierbei halten wir uns natürlich an die Vorgaben des Brand- und Denkmalschutzes. Wenn kein vorbereiteter Leitungsweg vorhanden ist, würde jetzt die Glasfaser-ID auf das Gehäuse geklebt werden und der Techniker würde die Leitung prüfen. Damit wäre dann alles erledigt. In unserem Fall hat der Kunde den Leitungsweg vorbereitet. Einmal von hier nach oben in die erste Etage in ein Zimmer. Und da hat Tim netterweise schon eine Dose montiert. Er hat nicht nur die Dose montiert, sondern auch die Leitung verlegt. Und das heißt für unseren Techniker Tim, dass die Leitung von da oben noch hier nach unten muss. Und dafür nutzt er den Zugdraht. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante. Und zwar braucht man einen kleinen Kompressor und die Leitung wird eingeblasen. Zu guter Letzt wird die Leitung angeschlossen und geprüft. Du bekommst noch am gleichen Tag einen Aktivierungslink per SMS oder E-Mail. Dann kannst du deinen Anschluss aktivieren und deinen Router einrichten. Hilfe und Tipps für dich zur Installation und Inbetriebnahme haben wir in einem weiteren Hilfevideo für dich zusammengestellt. Und das findest du gleich hier unten. So, das war's von uns. Job done. Tschüss und mach's gut.